Unsere vorweihnachtliche Flusskreuzfahrt nach Holland und Belgien startet in Köln am Rhein. Etwas nördlich des Stadtzentrums liegt unser elegantes Schiff, die Oscar Wilde, schon bereit, um die Gäste in den elegant ausgestatteten Kabinen aufzunehmen. Neugierig starten wir einen kleinen Rundgang durch das jahreszeitgemäß dekorierte Schiff. Gegen Nachmittag starten wir und verlassen die Stadt Köln flussabwärts in Richtung Norden. Große Panoramafenster machen das Fahrerlebnis zu einem Vergnügen. Die lange Anfahrt in Richtung Amsterdam erfolgt größtenteils während unserer Nachtruhe. Am nächsten Morgen haben wir die Hauptstadt der Niederlande erreicht, wo wir einige der uns noch nicht bekannten Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise den Beginenhof, besuchen möchten. Mit einer kurzen Busfahrt erreichen wir das Stadtzentrum rund um den Rokin-Kanal und machen uns zu Fuß auf den Weg zu unserem ersten Ziel. Der Beginenhof war seit dem 14. Jahrhundert eine Wohnstätte für fromme Frauen, die keiner Klostergemeinschaft angehörten. Noch heute leben ausschließlich Frauen in den schönen Häusern. Da Katholiken vom 16. bis zum 18. Jahrhundert ihren Glauben nicht öffentlich in Amsterdam ausleben durften, gibt es hier eine versteckte Kirche, die von außen nicht als solche erkennbar ist. Danach geht es wieder zurück zum Rokin und mit einer weiteren kurzen Metrofahrt erreichen wir rasch unser nächstes Ziel, das Rijksmuseum. Da eine Innenbesichtigung zu zeitaufwendig wäre, begnügen wir uns damit, das prächtige Ambiente rund um das stattliche Gebäude aus dem 19. Jahrhundert von außen zu genießen. Der Blick auf die Singelgracht an der Nordseite des Museums erinnert uns daran, dass eine Grachtenrundfahrt zum Pflichtprogramm eines jeden Amsterdam-Besuchs gehört. Aus atmosphärischen Gründen treten wir diese kurz vor Einbruch der Dunkelheit an. Die Rundfahrt endet am repräsentativen Bahnhofsgebäude, dem wir noch einen durchaus lohnenden Innenbesuch abstatten. Am späten Abend verlassen wir Amsterdam und durchqueren zunächst das Markermeer, welches durch eine Schleuse bei Lelystad vom Eiselmeer getrennt ist. Wir durchqueren dieses in nordwestlicher Richtung und erreichen am frühen Morgen des Folgetages den Ort Medemblik.
Nachdem wir die friedliche Morgenstimmung ausgiebig genossen haben, starten wir zu einem Spaziergang durch die schön gestalteten Straßen bis hin zum Wasserschloss Radboud. Wir passieren zunächst das historische Rathaus der Stadt und werfen anschließend einen interessierten Blick in das noch geschlossene Bäckereimuseum. Stimmungsvoll eingebettet in einen wunderschönen Park präsentiert sich die Wasserburg Radboud aus dem 13. Jahrhundert überaus attraktiv. Danach kehren wir auf einer leicht veränderten Streckenführung wieder zum Schiff zurück. Nachdem wir zu unserem friedlich am Hafen liegenden Schiff zurückgekehrt sind, setzen wir unsere Fahrt am späten Vormittag fort. Die Schleuse bei Lelystad, die das Eiselmeer vom Markermeer trennt, erreichen wir nunmehr bei Tage. Sie dient vor allem dem Schutz der Stadt Amsterdam vor Überflutungen. Nach der Durchquerung des Markermeeres erreichen wir am späteren Nachmittag die Stadt Hoorn. Ein Spaziergang in der hereinbrechenden Abenddämmerung ist hier unbedingt lohnend. Erster Blickfang ist ein markantes Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, das sogenannte Hoftoren.